Wir starten mit dem Mystery Quilt mit den Melange-Stoffen von Stoff Fabrics. Und wir starten mit Palmblättern. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Aus unserem Palmenblatt möchten wir einen quadratischen Patchwork-Block erstellen. Damit das gut funktioniert, stellen wir unser Quadrat auf die Spitze. Unser Palmenblatt geht zu beiden Teilen ab. Wir haben also eine Mittellinie. Diese Mittellinie zeichnen wir uns einmal ein. Unsere Palmblätter gehen zur Seite hinweg, nicht gerade. Sie gehen zur Seite hoch. Dadurch endet jedes unserer Palmblätter an den beiden oberen Seiten unseres Quadrates. Wir möchten 3 Palmblätter einzeichnen und das auf beiden Seiten. Unsere Palmblätter kommen wieder in der Mitte an. Der Start des ersten, der Start des zweiten und der Start des dritten Palmblattes. Und nun brauchen wir nur noch von der Mittelachse aus unsere Palmblätter nach außen hin verjüngend einzuzeichnen und zur nächsten Mitte zu übernehmen. Das wiederholen wir bei allen 3 Blättern. Die untere Linie wandert bis in die Spitze. Und wenn wir das haben, dann haben wir einen klassischen Palmblattblock gezeichnet. Unser Palmblattblock soll eine Größe von 20 x 20 cm bekommen. Und aus diesen Palmblättern arbeiten wir unseren ersten Abschnitt. Und zwar mit den wunderschönen Melange-Stoffen von Stoff Fabrics. Stoff Fabrics hat einen ganzen Farbkasten zusammengestellt. Von dieser Melange-Serie gibt es 123 Farben. Und aus diesen 123 Farben starten wir mit den ersten 4 Farben. Damit wir die Farben an die richtige Stelle setzen und auch auseinanderhalten können, schreibe ich die Farbnummern der einzelnen Stoffe auf meine Nadeln und setze diese Nadeln dann auf meine Stoffe. Diese Farbnummern findet ihr verlinkt unter diesem Video mit Bezugsadressen, sodass ihr mit den gleichen Stoffen und den gleichen Farben arbeiten könnt. Ihr könnt auch eure eigene Farbkombination daraus zusammenstellen. Ihr habt hier jede Menge Möglichkeiten. Wir haben unsere Stoffe, wir haben die Idee, wir brauchen ein Schnittmuster. Damit wir unseren Palmblattblock zuschneiden können, findet ihr verlinkt unter diesem Video ein Schnittmuster mit allen Schnittmusterteilen. Meine Schnittmusterteile habe ich ausgeschnitten, habe sie auf Schmirgelpapier geklebt und habe mir die Eckpunkte einmal gelocht. Wenn ihr euer Schnittmuster genauso bearbeiten möchtet, findet ihr dazu verlinkt unter diesem Video das entsprechende Video dazu. Damit wir unsere Schnittmuster sehr platzsparend ausschneiden können, findet ihr auch verlinkt unter dem Video einen Schnittmuster-Zuschnittplan. Und wenn wir unser Schnittmuster zugeschnitten haben, möchten wir unsere Blöcke zusammennähen. Und das möchte ich, obwohl ich Schnittmuster angefertigt habe, nach der Paper Piecing Methode durchführen. Meine Paper Piecing Vorlage, auch die findet ihr unter dem Video, habe ich schon auf einen Block von Butterbrotpapier gelegt und ich habe durch jede Linie genäht, ohne Faden, mit einer 100er Nadel. Mit diesem Paper Piecing Vorlagenblock werde ich gleich unsere Blöcke erstellen. Wenn ihr mit dem gleichen Block arbeiten möchtet, findet ihr auch dazu ein Video verlinkt, wie ihr euch diesen Block anfertigen könnt. Wir haben unsere Paper Piecing Vorlage, wir haben unsere Schnittmuster und wir haben unseren Zuschnittplan und wir haben unsere Vorlage, um unsere zugeschnittenen Stoffstücke darauf gut unterzubringen. Was wir jetzt noch brauchen, sind unsere Stoffe. Von unserem
Hintergrundstoff schneiden wir 9 cm breite Streifen zu und von unserem roten Stoff, von unseren Rottönen, schneiden wir 7 cm breite Stoffen zu, von allen Rottönen. Für unseren heutigen Ausschnitt, für unseren Mystery Quilt, brauchen wir in Grün 8 rechte Seiten und 8 linke Seiten. Wenn wir unseren Stoff nehmen, mein grüner Stoffstreifen ist in der Mitte gefalten, sodass beide linke Stoffseiten zueinander liegen. Da wir sowohl rechte als auch linke Seiten für unseren Block brauchen, können wir unser Schnittmuster direkt auf unseren Stoffstreifen ausrichten. Beim Zuschnitt erhalten wir dann sowohl eine rechte als auch eine linke Seite. Wenn wir unseren Stoffstreifen nun noch einmal falten, dann können wir unser Schnittmuster genau nach Plan auflegen und wir erhalten beim Zuschnitt von einer zugeschnittenen 9 cm Bahn zweimal eine rechte und eine linke Stoffseite. Von meinem grünen Stoff brauche ich also 4 Stoffstreifen à 9 cm Breite. Nun können wir unsere einzelnen Schnittmusterelemente zuschneiden. An meinem Schnittmuster ist bei jedem einzelnen Zuschnittelement eine Nahtzugabe von einem Viertel Inch zugegeben. Wenn wir mit Paper Piecing arbeiten, dann reicht schon eine Nahtzugabe von einem halben Zentimeter, also ein bisschen weniger als ein Viertel Inch. Das heißt, wenn wir unsere Schnittmuster mit einem Viertel Inch zuschneiden, haben wir immer noch ein bisschen Spiel, um zu korrigieren. Und 4-mal. Und diese Reste, die wir hier haben, die schmeißen wir nicht weg. Diese Reste werden wir später noch gebrauchen. Und ich sammle alle meine Reste farblich getrennt. Bei manchen Stoffen brauche ich 4-mal nur die rechte oder 4-mal nur die linke Seite. Damit das funktioniert, teile ich meine Stoffbahn, bei Rot sind das 7 cm breit, einmal in der Mitte in 2 Hälften, lege die beiden Hälften aufeinander, immer die rechte Seite auf die linke Seite. Diese beiden Hälften teile ich noch einmal und ich lege meine 4 einzelnen Stoffstücke so zusammen, dass alle 4 rechte oder 4 linke Seiten, je nachdem was ich brauche, zu mir schauen. Unsere zugeschnittenen Elemente legen wir nun auf den gezeichneten Block. Alle Elemente an den richtigen Platz, sodass wir nicht durcheinander kommen. Wenn wir das haben, wenn wir alles ausgeschnitten und sortiert haben, sieht das so aus. Auf dem ersten Block haben wir auf der linken Seite 4 grüne Lagen und 4 rote Seiten mit der Farbnummer 413. Auf der rechten Seite wieder 4 grüne Lagen und 4 rote Lagen mit der Farbnummer 410. Bei dem zweiten Block haben wir auf der linken Seite 4 grüne Lagen mit der Farbnummer 803 und wir haben 4 rote Lagen mit der Farbnummer 410 und auf der rechten Seite haben wir wieder 4 grüne Lagen mit der Farbnummer 803 und wir haben 4 rote Lagen mit der Farbnummer 406. Mit unserem Palmblattblock mit den roten Farben 413 auf der linken und 410 auf der rechten Seite. Meinen Vorlagenkatalog habe ich bereits einmal ausgedruckt mit sehr vielen Vorlagen, die alle schon mit der 100er Nadel gestanzt sind. So, nun wisst ihr schon mal, mit welchen Blöcken wir starten. Wie aus diesen einzelnen zugeschnittenen Blöcken nun tatsächlich ein Block wird und wie wir das Ganze auslegen werden, das seht ihr in dem nächsten Video zu dieser Mystery-Serie. Ich wünsche euch jetzt eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter patchen und quilten. Und hier geht's bald weiter mit dem nächsten Teil. Tschüss!